Kannst du das? Willst du das? Musst du das? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und wir starten heute mit dem kostenlosen Grammatik-Workshop zu deutschen Modalverben. Er besteht aus mehreren Videos und vielen Übungen, in denen du alles über das Thema lernen wirst. Modalverben sind nämlich viel mehr als Erlaubnis, Verbot oder Möglichkeit. Kennst du subjektive Modalverben? Frau Müller soll gekündigt haben. So kann man Gerüchte verbreiten und Vermutungen anstellen. Es gibt Modalverben im Konjunktiv 1 und im Konjunktiv 2. Man benutzt sie auch in Passivsätzen und ganz wichtig, die verschiedenen Zeiten sowie der Satzbau von Modalverben im Haupt- und im Nebensatz. Dann kann nämlich schon mal so ein Satz herauskommen. Julia sagte, dass die Modalverben von ihren Schülern haben gelernt werden müssen. Du siehst, Modalverben reichen bis zum B- und sogar zum C-Niveau. Daher lade ich dich herzlich zum Workshop ein, um mit mir gemeinsam zu lernen. Du kannst dich kostenlos über den Link unter diesem Video anmelden und bekommst dann alle Infos sowie Materialien zum Üben geschickt. Du erhältst auch eine schriftliche Aufgabe, die ich für dich korrigieren werde. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Was machen Modalverben überhaupt? Schau dir mal die folgenden Beispiele an. Ich will tanzen. Ich kann tanzen. Ich darf tanzen. Ich soll tanzen. Ich muss tanzen. Ich möchte tanzen. Wie du siehst, geht es in allen 6 Beispielen ums Tanzen, aber jedes Beispiel hat eine andere Bedeutung. Denn Modalverben haben die Funktion, ein Verb wie tanzen oder schlafen zu modifizieren. Damit ändert sich die Bedeutung einer Aussage. Tanzen kann ein Wunsch sein, eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit, eine Erlaubnis, eine Aufforderung oder Notwendigkeit, eine Pflicht oder auch eine Absicht. Modalverben kombiniert man meistens mit einem anderen Verb im Infinitiv, also in seiner Grundform. Das muss aber nicht immer so sein. Schau dir mal diese Beispiele an. Ich will ein Eis. Du darfst das nicht. Kannst du Deutsch? In diesen Fällen wissen wir aber automatisch, dass man ein Eis isst, dass du eine Sache nicht machen darfst und dass du Deutsch sprechen kannst. Wir schauen uns nun die einzelnen Modalverben mit ihrer Verwendung im Detail an. Die wichtigsten Modalverben im Deutschen sind können, dürfen, wollen, sollen, müssen und möchte, was eigentlich von dem Verb mögen kommt. Und wir starten direkt mit können. Das Modalverb können drückt eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit aus. Es zeigt, dass jemand etwas beherrscht oder in der Lage ist, etwas zu tun. Ich kann gut schwimmen. Fähigkeit. Ich habe gelernt, wie man schwimmt. Kannst du mir helfen? Möglichkeit. Bist du in der Lage, mir zu helfen? Er/sie/es kann nicht gut schlafen. Unfähigkeit. Ich bin nicht in der Lage, gut zu schlafen. Wir können ab 8 Uhr in die Sprechstunde. Wir haben die Möglichkeit, die Sprechstunde ab 8 Uhr zu besuchen. Ihr könnt am Wochenende lange schlafen. Möglichkeit. Ihr habt Zeit, am Wochenende lange zu schlafen. Sie können morgen kommen. Möglichkeit. Es ist Ihnen möglich, morgen zu kommen. Und wir machen weiter mit dem nächsten Modalverb. Dürfen. Dürfen bedeutet, dass man die Erlaubnis hat, etwas zu tun. Es zeigt, was erlaubt ist. Nicht dürfen ist das Gegenteil. Es handelt sich also um ein Verbot. Darf ich hier parken? Erlaubnis. Ist es erlaubt, hier zu parken? Du darfst heute länger aufbleiben. Erlaubnis. Es ist dir erlaubt, heute länger wach zu bleiben. Er/sie/es darf am Wochenende ins Kino gehen. Auch eine Erlaubnis.
Die Eltern gestatten, dass die Kinder am Wochenende ins Kino gehen. Wir dürfen hier nicht rauchen. Negation mit nicht oder mit kein, dann ist es ein Verbot. Es ist verboten, hier zu rauchen. Ihr dürft mich alles fragen. Auch hier eine Erlaubnis, mich alles zu fragen. Sie dürfen in der Schule ihr Handy nicht nutzen. Verbot. Es ist Kindern verboten, in der Schule ihr Handy zu nutzen. Oft gibt es Probleme mit dem Unterschied zwischen dürfen und können, weil es in vielen Sprachen nur ein Verb dafür gibt. Man benutzt das Verb dürfen auch oft für etwas, was legal ist. Zum Beispiel darf man in Deutschland mit 16 Jahren Bier trinken. Das ist legal, es ist gesetzlich erlaubt. In den USA darf man mit 16 Jahren Auto fahren, aber man darf keinen Alkohol trinken. Mit einer Negation wird ein Verbot, in diesem Fall etwas Illegales, ausgedrückt. Den Unterschied zwischen etwas dürfen, also es ist erlaubt, und etwas können, ich habe etwas gelernt, möchte ich dir mit einem ganz schönen Beispiel erklären. Dieses Kind kann Auto fahren, aber es darf noch kein Auto fahren. Klar, oder? Dann machen wir weiter mit dem dritten Modalverb müssen. Müssen drückt eine Notwendigkeit oder einen Zwang aus. Es zeigt, dass etwas obligatorisch ist oder dass es getan werden muss und es keine Alternative gibt. Ich muss morgen früh aufstehen. Notwendigkeit. Es ist notwendig, dass ich morgen früh aufstehe, damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Du musst das sofort erledigen. Zwang. Es ist erforderlich, dass du das sofort erledigst. Er, sie oder es muss im Deutschkurs Deutsch sprechen. Auch hier ein Zwang. Es ist eine obligatorische Regel. Im Deutschkurs gibt es die Regel, Deutsch zu sprechen. Wir müssen die Gesetze befolgen. Auch hier Obligation. Es ist erforderlich, dass man sich an die Gesetze hält. Ihr müsst das Auto in die Werkstatt bringen. Notwendigkeit. Es ist erforderlich, dass das Auto in die Werkstatt gebracht wird. Sie müssen sich bis nächste Woche anmelden. Notwendigkeit. Es ist notwendig, sich bis zu einem bestimmten Tag anzumelden. Achtung! Wenn ich etwas nicht muss, bedeutet das kein Verbot, sondern dass es keinen Zwang gibt oder dass ich keine Obligation habe. Am Wochenende muss ich nicht früh aufstehen, weil ich nicht arbeiten muss. Das bedeutet, ich kann ausschlafen, wenn ich will. Nummer 4. Sollen. Sollen wird verwendet, um eine Empfehlung oder eine Verpflichtung auszudrücken, die aber oft von einer anderen Person kommt. Es zeigt, dass etwas von jemandem erwartet wird. Soll ich das Fenster schließen? Wunsch einer anderen Person. Möchtest du, dass ich das Fenster schließe? Du sollst mehr Gemüse essen. Empfehlung oder Wunsch einer anderen Person. Deine Mutter zum Beispiel will, dass du mehr Gemüse isst. Er oder sie soll morgen um 8 Uhr hier sein. Verpflichtung. Es wird erwartet, dass er morgen um 8 Uhr hier ist. Wir sollen die Hausaufgaben morgen abgeben. Verpflichtung. Die Lehrerin möchte, dass die Schüler die Hausaufgabe morgen abgeben. Ihr sollt nicht so laut sein. Auch hier Verpflichtung. Jemand möchte nicht, dass wir laut sind. Sie sollen mehr Sport machen. Hier eine Empfehlung einer anderen Person. Der Arzt hat gesagt, machen Sie mehr Sport. Das Verb sollen wird auch genutzt, um Vorschläge zu machen. Zum Beispiel, sollen wir zusammen lernen? Das bedeutet, möchtest du, dass wir zusammen lernen? Genauso kann ich fragen, sollen wir am Wochenende gemeinsam kochen? Oder soll ich dir etwas Leckeres kochen? Du kennst sollen bestimmt auch im Konjunktiv 2. Dann ist es sollte. Dieses Verb wird oft benutzt, um Ratschläge zu geben. Zum Beispiel, du solltest mehr Gemüse essen. Darüber sprechen wir im zweiten Teil dieses Workshops, aber es ist wichtig, dass du den Unterschied kennst. Du sollst mehr Gemüse essen. Heißt, jemand, zum Beispiel deine Mutter oder dein Arzt,
hat dir gesagt, iss mehr Gemüse. Du solltest mehr Gemüse essen, ist ein Ratschlag im Konjunktiv 2. Der erste Satz ist aber kein Ratschlag, sondern eine Verpflichtung von einer anderen Person und wirkt daher stärker. Wichtig ist auch der Unterschied zum Modalverb müssen. Schau dir mal diese Beispiele an. Ich soll Deutsch lernen. Ich muss Deutsch lernen. Im ersten Satz kommt die Verpflichtung bzw. der Wunsch von einer anderen Person. Zum Beispiel, mein Chef will, dass ich Deutsch lerne. Heißt, ich soll Deutsch lernen. Im zweiten Satz geht es entweder darum, dass ich das selbst will oder dass Deutsch zum Beispiel ein obligatorisches Fach an meiner Schule ist. Weiter geht's mit dem 5. Modalverb, nämlich wollen. Mit wollen drückt man einen starken Wunsch oder eine Absicht oder einen Plan aus. Es zeigt, dass jemand etwas will oder etwas vorhat. Ich will Arzt werden. Wunsch. Mein Ziel oder Wunsch ist es, Arzt zu werden. Willst du mit mir ins Kino gehen? Absicht. Hast du die Absicht oder den Wunsch, mit mir ins Kino zu gehen? Er, sie oder es will heute Abend Pizza essen. Auch hier ein Wunsch, jemand würde gerne Pizza essen. Wir wollen eine Weltreise machen. Auch hier ein Wunsch, unser Plan ist es, eine Weltreise zu machen. Wollt ihr das Projekt diese Woche beenden? Hier ist es ein Plan oder ein Ziel. Habt ihr vor, das Projekt diese Woche zu beenden? Sie wollen perfekt Deutsch sprechen. Absicht, Ziel oder Wunsch, die sind sich ja sehr ähnlich. Sie haben den Wunsch, perfektes Deutsch zu sprechen. Mit diesem Modalverb kannst du also deine Wünsche ausdrücken, aber wollen ist ein wenig unhöflich, wenn du etwas von einer anderen Person möchtest. Und damit kommen wir zum letzten Modalverb für heute, nämlich möchten. Zuerst eine wichtige Information. Eigentlich ist möchten kein Infinitiv, sondern der Konjunktiv 2 von dem Verb mögen. Möchten drückt einen höflichen Wunsch aus und ist daher eine elegante Alternative zum Modalverb wollen. Benutze also eher ich möchte, wenn du zum Beispiel in einem Café etwas bestellst. Hier ein paar Beispiele. Ich möchte am Wochenende ans Meer fahren. Heißt, ich habe den Wunsch, ans Meer zu fahren. Möchtest du dieses Jahr eine Deutschprüfung machen? Wunsch, Ziel oder Absicht. Hast du vor, eine Deutschprüfung zu machen? Er möchte heute nicht in die Schule gehen. Auch hier ein Wunsch. Das Kind hat nicht den Wunsch, heute in die Schule zu gehen. Typisch. Wir möchten 1 Kilo Tomaten bitte. Auch das ist ein Wunsch. Wir würden gerne Tomaten kaufen. Möchtet ihr noch ein Stück Kuchen essen? Wunsch. Habt ihr den Wunsch, noch mehr Kuchen zu essen? Sie möchte sich beruflich neu orientieren. Auch das ist ein Wunsch. Sie hat die Absicht, sich beruflich neu zu orientieren. Übrigens werden wollen und möchten in vielen Kontexten gleich genutzt. Wenn du also nicht etwas von einer anderen Person willst, sondern von dir selbst oder etwas anbietest, ist wollen auch absolut okay. Wollen drückt generell einen stärkeren Wunsch aus. Schau mal. Der Chef möchte mit dir sprechen. Der Chef will mit dir sprechen. Im zweiten Satz ist der Wunsch stärker als im ersten, weil Wünsche mit möchten höflicher und nicht so direkt sind. Und auch der Ton macht die Musik. Der Chef will mit dir sprechen. Der Chef will mit dir sprechen. Ich glaube, du hörst den Unterschied. Jetzt hast du einen ganz guten Überblick, wie man die verschiedenen Modalverben benutzt, oder? Zum Abschluss dieser ersten Lektion möchte ich noch auf 2 wichtige Dinge eingehen. Einmal den Satzbau und dann die verschiedenen Zeiten. Die gehören nämlich irgendwie zusammen. Präsens. Ich kann seit Tagen nicht gut schlafen. Präteritum. Klaus wollte seiner Frau einen Blumenstrauß schenken. Perfekt. Wir haben bis spät in die Nacht arbeiten müssen. Plusquamperfekt. Sie hatten eigentlich im Sommer heiraten wollen. Futur 1. Ihr werdet die Prüfung schaffen können.
Auf das Futur 2 will ich eigentlich nicht eingehen, weil es im Grunde nie benutzt wird und einfach zu kompliziert ist. Also vergiss das direkt. Du siehst, dass in Hauptsätzen das Modalverb links steht, wenn der Satz im Präsens oder Präteritum steht. Wenn es aber eine zusammengesetzte Zeit ist, so wie beim Perfekt, Plusquamperfekt oder Futur, dann steht das konjugierte Hilfsverb links und das Modalverb ganz am Ende rechts mit einem doppelten Infinitiv. Den Satzbau im Nebensatz schauen wir uns übrigens im nächsten Video an, denn da wird es etwas komplexer. Und wo stehen Modalverben in Fragen? Schau mal hier. Präsens. Kann ich dich mal was fragen? Präteritum. Wolltest du mich nicht um 8 Uhr anrufen? Perfekt. Warum habt ihr meine Hilfe nicht annehmen wollen? Plusquamperfekt. Hatte das Paar sich nicht eigentlich trennen wollen? Futur 1. Wird er mir jemals verzeihen können? Wie du siehst, steht auch in Fragen das Modalverb links, außer in zusammengesetzten Zeiten. Klar, es sieht so aus, als wäre es normalerweise am Satzanfang, aber am dritten Beispiel im Perfekt siehst du, dass ein Fragepronomen vorne steht, wenn es eins gibt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Modalverben zusammen mit dem Infinitiv eines Hauptverbs verwendet werden. Bei manchen Beispielen kann man es weglassen, wie ich dir am Anfang gezeigt habe, zum Beispiel ich will ein Eis. Das Hauptverb steht normalerweise am Ende, außer es ist eine zusammengesetzte Zeit, dann steht das Modalverb am Ende. Ich habe dir eine schöne Zusammenfassung gemacht. Du findest sie in den Gratismaterialien des Workshops. Der Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung unter diesem Video. Dort habe ich auch schon einige schöne Aufgaben für dich vorbereitet, damit du das Thema gut üben kannst. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach einen Kommentar und ich versuche dir weiterzuhelfen. Und das war auch schon der erste Teil des neuen Grammatik-Workshops. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal, denn dann schauen wir uns die Modalverben in ihrem subjektiven Gebrauch an, sowie im Konjunktiv und in Nebensätzen. Ja, ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.